Für den Beton nehme ich immer einen Teil Zement und 3 bis 4 Teile Quarzsand. Die mische ich dann erstmal trocken und gebe dann so nach Gefühl Wasser hinzu, ungefähr einen Teil. Aber da muss man gucken, wann das eine Konsistenz ergibt, mit der sich gut arbeiten lässt. Wenn das dann gemacht ist, nimmt man sich seine Form, wo man den Beton dann einfüllen möchte, und bestreicht die mit Öl, damit sich der Beton im Anschluss besser daraus lösen lässt. Dann nehme ich meine Kupferrohrverbindung, die habe ich aus dem Baumarkt und die haben einen Durchmesser von 22 mm. Die setze ich dann kurz in meine Form, um zu gucken, wie viel Beton ich ungefähr einfüllen muss, sodass dann circa die Hälfte dieser Kupferrohrverbindung noch sichtbar bleibt. Dann setze ich das wieder raus und fülle den Beton in die Form. Das Ganze dann immer schön auf den Boden klopfen, damit sich die Luftblasen nach oben bewegen. So, und dann setze ich meine Kupferrohrverbindungen da rein. Ich habe die Kupferrohrverbindung hier doch nochmal ausgetauscht, und zwar mit kleineren. Die haben einen Durchmesser von 15 mm, weil im anderen Fall wäre es so, dass die Kerzen zu dicht aneinander stehen würden. Bei der zweiten Variante werde ich den Beton 4-mal in so eine Form geben, allerdings jedes Mal auf unterschiedlicher Höhe, also unterschiedlich viel reingeben. Das heißt, bei der flachesten Variante hat die Kupferrohrverbindung ja unten noch einen Stand, und je mehr Beton wir einfüllen, desto eher besteht die Gefahr, dass die Kupferrohrverbindung dann da einsinkt. Deshalb werde ich darauf achten, dass der Beton schon so ein bisschen angetrocknet ist, damit eben diese Gefahr nicht besteht. So, außerdem werde ich diese Kupferrohrverbindung auch nicht mittig, sondern so ein bisschen am Rand platzieren. Also um das nochmal zu verdeutlichen, wenn ich das jetzt hier in den Beton geben würde, würde das jetzt einsinken. Das heißt, ich warte ein bisschen, bis sich die Konsistenz des Betons so ein bisschen verfestigt hat. Nach einer Weile hat sich so ein bisschen Wasser hier oben abgesetzt. Das wird dann einfach abgegossen. Und dann findet auch die Kupferrohrverbindung einen besseren Stand. So, und bei der dritten Variante handelt es sich einfach nur um eine längliche Form. Ich habe den Beton jetzt 2 Tage trocknen lassen und werde ihn aus der Form lösen. Allerdings wird er noch ein paar Tage mehr brauchen, um wirklich gänzlich durchzutrocknen. Wenn der Beton dann gut durchgetrocknet ist, kann man den Staub so ein bisschen entfernen und gegebenenfalls auch nochmal mit Schleifpapier bearbeiten. Wenn man möchte, kann man das dann so lassen, oder man nimmt sich noch Farbe und bemalt es so ein bisschen. Ich habe hier Acrylfarbe in einem Kupferton und werde das jetzt auf den Beton geben.
Wenn die Farbe dann getrocknet ist, kann man sich solche Möbelgleiter nehmen und die noch hier unten dran kleben, damit das die Möbel nicht verkratzt. Zum Schluss kommen dann noch die Kerzen rein und dann ist man auch schon fertig.